Die Sonne kommt genau von vorn. Die Pier von Grenada. Unser obligatorischer morgendlicher Rundgang über das Oberdeck. Ein wunderbarer Blick über die Insel. Schön. Guten Morgen, Freunde. Heute haben wir Grenada erreicht und haben in der freien Welt gefrühstückt und werden heute einen eigenen Ausflug mit einem Taxi mit noch einem Pärchen machen und freuen uns auf den Tag. In Grenada gibt es so einen langen Steg. Ein toller Anblick von der AIDA hat man selten. Ja, wir haben jetzt für $30 pro Person so eine Inselrundfahrt mit anschließendem Strand und folgen jetzt hier dem Kollegen. Aus dem Terminal raus und vom Parkplatz runter ist man gleich im prallen Leben. Sofort im Verkehrschaos. Wir fahren plötzlich links. Hier wohnen die Einheimischen und handeln. Auch die Bebauung ändert sich. Einfacher, weniger perfekt und alles drumherum grüner. Es geht steil bergauf. Der Motor von so einem kleinen Bus, der muss ordentlich kämpfen. Grenada ist ja unfassbar grün. Ganz anders wie die ABC-Inseln. Und vor allen Dingen auch nicht so aufgeräumt. Hier herrscht so das geordnete Chaos. Wir haben hier Linksverkehr. Das haben wir den Engländern zu verdanken. Jetzt sind wir hier in einem Gewürzmarkt. Die sind Kakaobohnen. Kakao. So we take the cacao out, we take them out and we dry them for 8 days. Dry them for 8 days. After they're dry, see? Yes, so that's genau. It's after drying. Here, after dry. Okay. Muskat. Can you see? Put it in the sun to dry. Das ist Zimt. Yep. Pass it around, smell it. Zimt is very good for diabetes. Kurkuma. Das ist total interessant. Alles, was man zu Hause nur aus der Dose kennt, das wächst hier irgendwo am Baum oder am Strauch, irgendwo am Straßenrand oder auf einer Plantage. Einfach toll. Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass Zimt eine Baumrinde ist. Das wird exportiert und von den Blättern können sich die Einheimischen immer noch einen Tee machen. Das schmeckt dann immer noch nach Zimt. Wir haben von dort auch solche Kakaokugeln gekauft. Damit kann man tatsächlich Kakao machen, in heißem Wasser kochen. Das schmeckt dann tatsächlich so ein bisschen wie Kakao, allerdings ohne Geschmacksverstärker. Unser Kakao, der schmeckt einfach intensiver. Weiter geht's zum nächsten Laden. Hier gibt es Alkohol und Schnaps. Ah, hier ist die Sportsbar. Hier können wir Fußball gucken gleich. Hier gibt es Früchte. Und das hier, the muscat, you put it in pancakes, eggnog, rum punch over ice cream as a topping smell. Hier sind wir jetzt so eine Art botanischer Garten. Das, was wir zu Hause alles im Zimmer stehen hat, ist textilfrei. Cocoa. Cacao. Remember she showed the chocolate? From that to the Kakao. Kakao. Das ist Kakao. And she showed you when you crack it, you get the beans inside. Ja. So this is on the tree now. This one now, It's on the tree. When it comes yellow, it's ripe. Okay, wenn es gelb ist, ist es reif. Das ist Zimt. Da wird die Rinde abgemacht, ne? You see, you get the same at the back of the tree. Ja. Da wird Zimt wird die Rinde abgemacht vom Baum. You can smell the spices, but do not drink. Nee, das ist Willst du es mitnehmen? ja. Den soll er an der Hose. Das riecht wie Lösungsmittel. One shot. Einmal runterhauen und dann kriegt man Wasser zum Nachspülen. Einer nach dem anderen. Und? Das brennt ganz schön hin. Oh ja. die kommt in Schwitze gut. Das zieht nach. Soll ich dir noch? Nee, ich If you want anything, you have it right here. If not, we have a tip box. You can put a tip. And we got. Das ist schon stark, aber was sollen wir mit dem ganzen Alkohol? Ich bin jetzt nicht so ein Experte. Für meinen Grog reicht auch der Rum aus dem Supermarkt. Da müssen wir den nicht von hier mitschleppen. Der ist ja auch karibisch. Wir geben nur ein wenig Trinkgeld für die Vorführung. Sowohl die Gewürze als auch der Alkohol, das war schon sehr interessant. Und weiter geht's zum Wasserfall.
Da unten ist der Wasserfall. Das ist hier wirklich richtig Natur. Und schon ins Wasser gesprungen? Ja, ja. Wie finde ich die nasse Spinne? Ja. Machen wir mal ein Bild da unten? Siehst du, was habe ich gesagt? Scheiße, da machen wir oben. Die Badehose und Zeit kann man hier auch schwimmen. Die Ziele sind alle nicht so überlaufen. Natürlich auch touristisch, aber trotzdem schön in Grünen. Der Vorteil ist hier, dass hier nur kleine Busse anfahren können und deshalb ist es trotz allem nicht so voll. Das ist karibisches Flair. Weiter geht's zum Park mit den freilebenden Affen. Auch hier gibt es natürlich wieder die üblichen Souvenirs, Musik, Pflanzen. Unten gibt es einen See für $2. Den kann man sich allerdings sparen. Aber die Affen sind schon sehr schön zu sehen. Und da unten ist der See. Noch total baden gehen. Ja. Aber schon nur ein Tümpel. Alles, was man sich an tropischen Früchten so vorstellt, Lemongras ist gibt da. es hier. Ah, guck mal da. Und da oben noch mehr. Einfach fantastisch. Ja, hey, hallo. Ja, das ist auch noch einer. Es geht wieder zum Auto zurück und der nächste Fotostopp ist nicht weit. Hier hat man einen wunderbaren Überblick über die Insel und am Horizont sieht man das Meer, einfach toll. Get your photo right here of your Ich ship. hab auf jeden Fall drauf. Oh ja, jeder ist auch überall. Weiter geht's, man könnte ständig Fotos machen. Bevor es zum Strand geht, gehen wir erstmal shoppen. Aber jetzt am Strand, da hinten ist die Aida. Da ist der Beach. War es ja kalt. Was? Kalt. So nicht kalt. Das ist wahrscheinlich das Wassertaxi hier. Ja. Hätten wir auch nehmen können. Wäre einfacher gewesen. Karibisches Flair. Herrlich. Ich dachte, was aber salzig. Ja. Hier kann man gut auch mit dem Wassertaxi hinfahren, wenn man nur am Strand bleiben will. Auch eine Möglichkeit, Strand und dann noch einen halben Tag direkt in der Stadt. Ein schicker Holzweihnachtsbaum. So, hier geht's zum Strand. Und jetzt warten wir auf den Fahrer. Da ist er doch schon, oder? Zurück geht's an den Häfen jenseits des Hügels. Wir müssen jetzt gleich nur noch durch den Tunnel und dann sind wir an unserem Schiff. Idealerweise hätten wir uns nach dem Ausflug auch am Strand absetzen lassen können und wären den Rest dann mit dem Wassertaxi zum Schiff zurückgefahren. Da hätten wir den Strandaufenthalt entsprechend verlängern können, je nach Bedarf. Ein sehr schöner Ausflug. Ja. Kann man jederzeit wieder. Ja, von Anfang an haben wir sogar 70 und dann haben wir ein paar Euro, Dollar noch Trinkgeld gegeben. Und jetzt Das war echt ein toller Ausflug. $30 pro Person. Sind wir den halben Tag hier in den Regenwald kutschiert worden. Im Wasserfall, tollen Eindruck von der Insel bekommen, waren noch am Strand. Jetzt gehen wir aufs Schiff und dann gehen wir hier nochmal in die Stadt. Jetzt geht es wieder aufs Schiff. Trotz der Größe vom Schiff ist das doch hier alles sehr entspannt und das verteilt sich ganz gut. Ja, nahe dem Hafen gibt es einen richtigen kleinen einheimischen Markt. Hier kriegt man alle möglichen Arten von Gewürzen. Parallelstraße. Also hier tobt das Leben.
Das ist, was ich mag. Wir sind aus dem Terminal raus, aus den ganzen Souvenirshops und wir sind im prallen Leben. Hier gibt es keine Boutiquen, keine Luxusläden, sondern hier leben tatsächlich die Einheimischen. Hier gibt es einen Fischmarkt, hier gibt es einen Fleischmarkt, hier gibt es Geschäfte, wo die Einheimischen einkaufen. Das gefällt mir sehr gut und macht Spaß. Thunfisch. Das ist Thunfisch. Das war der Fischmarkt. Zum Glück gibt es kein Geruchsvideo. Da ist der Metzger, aber reingucken möchte ich da nicht. Von der Hauptstraße aus geht es gleich den Berg rauf. Jetzt ist alles hier sehr bergig. Das Vor ist jetzt noch ein Stück höher. Von hier aus hat man auch einen netten Überblick. Nach dem Stadtbummel gehe ich noch mal alleine zum Vor rauf. Ich möchte noch ein schönes Bild von der AIDA machen. Von der Burg aus haben wir ein kleines Fischerdorf. Der Containerhafen, jede Menge Yachten und dahinter kommt dann der Hafen und der Strand. Und quasi hier wie so auf so einer Halbinsel. Da ist die AIDA. Dann gehen wir hier hoch zur Kirche und hier geht es dann wieder runter. Leider hat das Vor zu und ich muss jetzt ein bisschen wieder runter auf die Straße, sodass ich es einmal umrunden kann, am Krankenhaus vorbei und dort kann ich dann mein Foto machen. Ganz schön weit oben. Das ist Wahnsinn, was hier alles wächst. Und jetzt geht es wieder nach unten. Alle bleiben hier stehen, weil es hier Alkohol gibt. Ja, ja, in einer Quelle da links. Genau. Wir kommen jetzt auf YouTube groß raus. Ja, genau. Klar. Wir haben heute schon wieder zwei neue Follower. Was habt ihr? 2 neue Follower. 4 eigentlich. Eine mit. Kinderwagen. Kaum gefotografiert und schon bei Insta. Zum Abschluss ein wunderbarer Sonnenuntergang. Jetzt werden sie reingezogen. Und Feierabend. Ne, knapp. Das ist ja echt knapp. Das ist echt leer heute. Naja, ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt doch der eine oder andere seine Sachen packt, ne, weil sie morgen weg müssen. Ja. Die Wolken sind noch mal gewaltig hier. Noch vor dem Abendessen geht es wieder weiter Richtung Barbados. Sind wir im Belladonna. Lecker, lecker. Die Abschiedstorte darf natürlich auch nicht fehlen, denn morgen ist Halbzeit. Die Bühnentechnik, die hier auffahren, ist schon phänomenal. Bei Beatles Klingeln lassen wir den Abend ausklingen. Wir sehen uns in Barbados.